Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Wind- und Wellenschalls. Wie wir nun mit dem Teil 2 starten, das zeige ich dir jetzt. Und zwar fahren wir weiter mit dem Wellenmuster, das wir bereits in Teil 1 gestrickt haben. Das ist das hier. Das kannst du hier in der Chart sehen. Ich gehe jetzt nicht nochmal explizit darauf ein, wie das zu stricken ist, denn du solltest nun wissen anhand von Teil 1, wie man dieses Muster strickt. Du hast nun den Anfang von Teil 2 gestrickt. Das ist nochmals die Welle, wie ich es dir in der Chart hier gezeigt habe. Also das heißt, du hast jetzt hier die Reihen 1 bis 5 gestrickt. Bei den Wellen ist es so, am besten ziehst du sie hier so ein bisschen auseinander. Dann kommt das Muster hier schön zur Geltung. Und wenn der Schal nachher gewaschen und gespannt ist, dann sieht man das Muster noch ein bisschen mehr. Also jetzt nicht verzagen, wenn das Muster bei dir noch nicht so schön zur Geltung kommt. Das wird spätestens, wenn der Schal gewaschen und gespannt ist, passieren. Wir fahren nun weiter mit der Chart und wechseln nun die Farbe. Das heißt, wir fahren mit der Farbe Natural White fort und stricken jetzt zuerst 2 Reihen glatt rechts. Du hast jetzt 2 Reihen glatt rechts gestrickt und jetzt kommt etwas Wind in das Muster rein. Und zwar fahren wir fort mit diesem Lace-Muster mit der Reihe 8. Und dazu stricke ich zuerst wieder meine 3 Randmaschen rechts. Nehme hier noch die Chart dazu. Dann habe ich hier einen Umschlag, 3 Maschen rechts und jetzt kommt hier eine neue Masche dazu. Das heißt, wir stechen nun hier in die zweite Masche ein, heben die wie zum Reststricken ab, stricken die dritte Masche rechts und heben dann diese 2 über die gestrickte Masche. Das gibt dann hier so wie ein Pfeil, der nach oben zeigt. Dann stricke ich wieder 3 Maschen rechts. Hier der Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, wieder 3 Maschen rechts. Dann habe ich hier das zweite Mal dieses Abnehmen wieder in die zweite Masche, hier eine, 2 einstechen, wie zum Rechtsstricken abheben, die dritte Masche rechts stricken und die abgehobenen über die gestrickte ziehen. Dann wieder 3 Maschen rechts und das wiederhole ich dann hier bis ans Ende der Reihe. Hier am Ende der ersten Reihe siehst du hier diese Masche, hier stricken wir ein überzogenes Abnehmen. Das ist kein Fehler in der Anleitung, sondern es gilt zu beachten, dass du immer, wenn du Umschläge machst, musst du immer genau so viele Maschen abheben.
Und da hier das Muster nicht ganz fertig gestrickt werden kann, machen wir hier ein überzogenes Abnehmen, damit die Maschenanzahl wieder stimmt. Also das heißt, ich stricke jetzt hier am Ende ein überzogenes Abnehmen. Ich hebe die erste Masche ab, stricke die zweite rechts, hebe diese über die gestrickte, dann die 2 Maschen rechts, den Umschlag hier für die Schrägung des Tuches nicht vergessen und dann wieder meine 3 Randmaschen rechts. Bei diesem Muster hier, bei dem Lace-Muster, werden auf der Rückreihe wieder alle Reihen 3 Maschen rechts, alle folgenden Maschen links und die 3 Maschen rechts gestrickt. Ich werde das jetzt nicht mehr separat erwähnen. Und auch in dieser Reihe haben wir nochmal das gleiche wie in der Reihe vorher. Auch hier stricken wir nochmal ein überzogenes Abnehmen anstelle der 2 abgenommenen Maschen, weil wir auch hier wieder das Muster nicht ganz fertig stricken können, damit das aufgeht. Also das heißt, ich stricke wieder eine Masche rechts abheben, eine Masche rechts und die abgehobene überziehen, die 3 Maschen rechts, der Umschlag für die Schrägung wieder und 3 Maschen rechts. Wir kommen nun zur Reihe 10 des Lace-Musters. Und wie du hier sehen kannst, hier geht dann am Ende, passt das Muster hier rein, weil wir ja hier auf der Seite immer wieder Maschen zugenommen haben. Also du strickst wieder eine 3 Randmaschen, dann haben wir hier die 2 rechten Maschen, ein Umschlag, eine Masche rechts, wieder die 2 wie zum Rechtsstricken abheben, eine Rechtsstricken und die abgehobenen über die gestrickte ziehen. Eine Masche rechts, ein Umschlag, 5 Maschen rechts, ein Umschlag, eine rechts und auch hier wieder das Abnehmen und so fährst du fort, bis die Reihe zu Ende gestrickt ist. Wir kommen nun zu Reihe 11 und das ist schon bereits die letzte Reihe dieser Maschengruppenkombination. Und zwar strickst du jetzt wieder deine 3 Maschen rechts, dann haben wir nochmals 3 Maschen rechts, ein Umschlag, das Abnehmen, ein Umschlag und dann haben wir 7 Maschen rechts. So, jetzt kannst du schon schön sehen, wie sich hier auch so wie eine leichte Welle sich gebildet hat. Das Muster, die Reihen 8 bis 11, wiederholst du nun noch 3-mal bis zur Reihe 23 und dann strickst du 2 Reihen glatt rechts darüber und dann ist der Teil 2 auch schon beendet. Teil 2 deines Wind- und Wellenschals ist nun fertig gestrickt.
Über das Lace-Muster hast du nun noch 2 Reihen glatt rechts gestrickt und dann sollte das Muster bei dir genauso aussehen. Also du hast in diesem Teil zuerst das Wellenmuster nochmals gestrickt und dann dieses Lace-Muster. Also hier siehst du nochmal in der Chart, du hast hier nochmal das Wellenmuster und hier nochmal das Lace-Muster und am Schluss mit 2 Reihen glatt rechts geendet. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude bereitet wie mir und dann sehen wir uns gleich im Teil 3.